Ein weiteres Tutorial für Einradbeginner. Hier lernt ihr eure ersten Einradtricks. Wenn ihr das Video über Sattel vorne raus und hinten raus noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier oben. Hier geht es jetzt weiter mit einbeinig fahren. Und dabei helfen uns Amelie, Sarah und Lara. Viel Spaß! Beim Einbeinigfahren fahrt ihr, wie der Name schon sagt, mit nur einem Fuß auf der Pedale. Den anderen Fuß stellt ihr erstmal auf die Gabel ab. Das funktioniert sowohl mit einer runden Gabel als auch mit einer eckigen Gabel. Es ist aber einfacher, wenn ihr eine eckige Gabel habt, weil ihr euren Fuß dann wirklich draufstellen könnt, während ihr es bei der runden Gabel nur eher anlehnen könnt. Beides ist aber möglich. Achtet nur darauf, wenn ihr euren Fuß auf die Gabel stellt, dass ihr dabei nicht auf dem Reifen schabt. Also entweder stellt ihr euren Fuß mit der Fußspitze eher auf die Gabel oder wenn ihr lieber auf dem Mittelfuß stehen möchtet, was auch gut funktioniert und manchmal sogar besser ist, um dann später weitere Tricks zu lernen, dann achtet darauf, dass ihr die Fußspitze nach oben hochzieht, sodass ihr nicht am Reifen schabt. Wie gehen wir am Anfang vor, wenn ihr das erste Mal Einbeinfahren ausprobiert? Startet am besten im Einbeinpendeln und lasst euch von einer weiteren Person halten, an der Hand und am Ellenbogen. Dann könnt ihr euch auch so ein bisschen in den Arm reinlegen, wenn ihr nicht genug Schwung habt, und das hilft am Anfang sehr. Ihr pendelt nun vor und zurück mit einem Fuß auf der Pedale und dem anderen schon auf der Gabel. Holt dabei so viel Schwung wie es geht. Eure Pendelbewegungen können also ruhig immer größer werden und dann in dem Moment, wenn eure Pedale gerade vorne oben ist, versucht ihr richtig feste reinzutreten, den Schwung mitzunehmen und jetzt eure erste Umdrehung zu fahren. Dabei hilft es, wie gesagt, wenn ihr euch erstmal in den Arm von jemandem reinstützen könnt und da gut gehalten werdet. Es geht natürlich auch an der Wand, aber es ist deutlich einfacher, wenn man sich erstmal halten lassen kann. Achtet beim Einbeinfahren darauf, dass ihr möglichst gleichmäßig tretet. Die schwierige Stelle ist immer dann, wenn eure Pedale gerade oben ist. Dann kommt man fast nicht über diese höchste Stelle drüber. Und wenn man dann aber erstmal drüber ist, hat man häufig zu viel Schwung. Indem man jetzt zu dolle reintritt, fällt man oft nach hinten weg. Versucht also diese Bewegung möglichst gleichmäßig hinzubekommen. In der ersten Hälfte so viel Schwung zu sammeln, dass ihr jetzt oben locker drüber kommt, aber dann auch in dem Moment, wenn ihr drüber seid, nicht unglaublich viel Schwung auf die Pedale zu geben, sondern das Ganze kontrolliert und gleichmäßig zu machen, sodass ihr immer eine gewisse Weise Druck auf eure Pedale gebt. Wenn das gehaltene Fahren klappt, dann versucht mal, euch weniger halten zu lassen. Zunächst nicht mehr am Oberarm, sodass ihr mehr selbst tretet und euch nicht mehr so doll reinlehnt und dann eben auch ganz alleine. Um wieder runterzukommen, stellt ihr in dem Moment, in dem euer Fuß auf der Pedale ganz unten ist, euren Fuß von der Gabel wieder auf die Pedale runter. Denn das ist dann die Stelle, in dem Moment ist eure Pedale, die gerade nicht besetzt ist, ganz oben. Und ihr haltet mit dem anderen Fuß dagegen. Das Runterkommen geht dementsprechend auch relativ einfach. Das Hochkommen ist da schon schwieriger. Das probieren wir jetzt direkt als nächstes. Wenn ihr aus dem Pendeln schon losfahren könnt, dann versuchen wir das Ganze auch aus dem Fahren. Ihr könnt es auch direkt aus dem Fahren probieren. Die meisten finden aus dem Pendeln aber zunächst einfacher, weil ihr die Position auf dem Reifen schon habt. Zum aus dem Fahren reingehen, fahrt ihr also normal an, versucht gleichmäßig zu treten und dann euren Fuß auf die Gabel hochzustellen. Und zwar auch hier in dem Moment, in dem die Pedale ganz oben ist, von dem Fuß, der jetzt auf die Gabel hochgehen soll, und die andere Pedale eben ganz unten ist. Ihr haltet sozusagen dagegen und versucht direkt mit dem Fuß, der noch auf der Pedale ist, schön flüssig weiterzutreten und den Schwung mitzunehmen. Am Anfang ist das Hauptproblem, dass man den Schwung verliert, wenn man den Fuß von der Pedale nimmt. Oder auch, dass man zu lange braucht, bis man den Fuß auf die Gabel gesetzt hat und dort eben das Gewicht ausgleichen kann. Das ist allgemein ein sehr wichtiger Punkt, denn der Fuß auf der Gabel gleicht euer Gewicht aus, sodass nicht euer ganzes Gewicht auf dem Fuß auf der Pedale ist, sondern ihr oben ein bisschen gegendrücken könnt. Wenn das normale Einbeinfahren jetzt schon ziemlich gut klappt, dann könnt ihr auch Einbein Extended ausprobieren. Da ist es jetzt eben wichtig, da man den Fuß von der Gabel löst und ihn jetzt frei wegstreckt, dass man nicht das ganze Gewicht eben auf die eine Pedale stellt. Dann hat man nämlich das gleiche Problem wieder, dass man nicht flüssig tritt, sondern den Schwung verliert und nicht mehr oben vorbeikommt, weil das ganze Gewicht eben auf diese Pedale geht. Sitzt also gut im Sattel. Euer Gewicht und euer Schwerpunkt muss auf dem Sattel sein und ihr müsst nur locker und flüssig treten.
Das solltet ihr am Anfang auch beim normalen Einbein möglichst schon so versuchen, aber aus Erfahrung kann ich sagen, es hilft am Anfang oben eben auf der Gabel gegenzudrücken und erstmal eben zu lernen, wie man das Gewicht auf Pedale und Gabel ausbalanciert, um dann immer mehr zu lernen, lockerer und flüssiger zu treten und wirklich mit seinem Schwerpunkt im Sattel zu bleiben und eben immer weniger und weniger Gewicht auf die Pedalen zu geben. Das ist auch eins der Sachen, die ihr für alle Tricks mehr und mehr lernen müsst, nämlich euer Gewicht und euren Schwerpunkt sehr genau zu kontrollieren und möglichst locker und flüssig zu treten. Achtet auch, wie fast bei jedem Trick, auf eine möglichst gerade Körperhaltung. Das hilft euch eigentlich immer, euch besser auszubalancieren. Beim Einbein Extended, also Einbein weggestreckt, kann man den Fuß dann entweder nach hinten anwinkeln oder nach vorne wegstrecken. Probiert beides mal aus, es ist ähnlich schwierig. Angewinkelt könnte dem einen oder anderen vielleicht noch etwas leichter fallen, weil euer Bein näher bei eurem Schwerpunkt bleibt. Wenn ihr den Fuß nach vorne wegstreckt, ändert sich euer Schwerpunkt leicht. Das lernt ihr aber auch recht schnell auszubalancieren. Achtet nur darauf, dass ihr euer Bein so weit wegstreckt, dass die Pedale nicht gegen euer Bein kommt, wenn sie eine komplette Umdrehung fährt. Weitere Variationen, die ihr später noch aus dem Einbein lernen könnt, ist zum Beispiel ein Einbein-Tipper. Dazu müsst ihr schon sehr gut Einbein Extended fahren können und dann versuchen eben mit dem Fuß auf den Boden zu tippen. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch nochmal ein extra Tutorial machen. Oder auch Crossover. Das ist dann schon eins der sehr fortgeschrittenen Einbeintricks, indem ihr nämlich mit dem rechten Fuß auf der linken Pedale fahrt oder umgedreht. Das war's mit unserem Basic Einbein-Tutorial. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Trainieren!